Hallo, willkommen bei den Matrixern mit dem wunderbaren Jonathan. Und der attraktiven, Shiva. yeah. Und heute geht es nochmal um die Lichtfalle. Und zwar war ja eins unserer ersten Videos zum Thema Lichtfalle und hat viel Reaktion bei den Leuten hervorgerufen. Und bei der Lichtfalle geht es ja immerhin um die Matrix und wie man die Matrix verlässt, beziehungsweise es vermeidet, nach dem physischen Ableben bzw. nachdem man seinen physischen Körper dauerhaft verlässt, nicht wieder ins Licht zu watscheln. Ja? Und daraufhin hatten wir natürlich viele Reaktionen, Menschen, die nachgefragt haben, und da haben wir dann auch die Karte der Matrix zusammengestellt. Also wir haben so richtig zusammengesetzt und haben dann so eine Karte gebastelt, damit man eben irgendwie so eine bildliche Übersicht mal hat über das Leben nach dem Tod, wie in etwa das verläuft, wie die verschiedenen Bewusstseins- bzw. Daseinsebenen beginnend von 3D bis hoch 9D eben so geschichtet sind. Und ja, da haben natürlich auch sich viele gemeldet und haben gesagt, ja, woher wollte das alle wissen? Ja, kann ja jeder erzählen, stimmt natürlich. Aber wir benutzen eben verschiedene Techniken, um das herauszufinden. Wir berufen uns da eher selten auf äußere Quellen, sondern wir fixieren uns mehr auf unsere inneren Quellen. Das heißt, wir arbeiten viel mit der Dissoziation. Ja, die Dissoziation ist eben die Fähigkeit, dass man lernt, seinen ganzen Gedankenapparat temporär auszuschalten. Ja, womit man dann natürlich seine ganzen Glaubenssätze, seine ganzen Glaubensannahmen, seine Überzeugungen und seine Meinungen deaktiviert, um eben eine bestimmte Sache völlig objektiv beurteilen zu können. Ja, und wir haben uns eben auf diese inneren Quellen berufen und haben dann die Karte der Matrix zusammengestellt. Ne? Und interessanterweise haben wir dann letztens eine E-Mail bekommen von einer Frau, ne, Mutter eines Kindes, die uns was ganz Erstaunliches erzählt hat, was natürlich jetzt nicht unbedingt ein richtiger Beweis dafür ist, dass wir recht haben, aber doch schon ein sehr überraschendes und sehr interessantes Indiz. Ne? Genau, denn man muss dazu sagen, das Kind war erst 2 Jahre alt. Und die Mutter hatte gerade begonnen, sich mit den Themen zu beschäftigen. Und da konnte jetzt noch kein wirklich großer Austausch zwischen Mutter und Kind herrschen, da ja die Sprache auch begrenzt ist in dem Alter noch. Ja, und sie kannte noch nicht mal die Karte der Matrix Eben. oder die Lichtfalle oder dergleichen. Das wusste die Mutter zu der Zeit überhaupt nicht. Genau, und da würden wir euch die E-Mail jetzt erstmal ganz kurz vorlesen wollen. Und dann wollen wir ganz kurz ein bisschen darüber sprechen, oder? Mhm. Ja, Okay, gut. dann lese ich mal vor. Also, es waren eigentlich 2 E-Mails und jetzt lese ich die erste vor. Ich bin gerade total euphorisch. Ich habe mir das YouTube-Video Karte der Matrix von euch angeschaut. Und alter Schwede, das erklärt 1:1 das, was meine Tochter mir damals im Alter von 2 Jahren erzählt hat. Sie hatte da eine Zeit, da wollte sie nicht schlafen gehen. Sie sagte immer, Mama, wenn wir einschlafen und aufwachen, dann haben wir immer alles vergessen. Und sie sagte, dass sie den Strom spürt. Ich bin echt grad ultra geflasht. Sie hatte mir mal an eine Kreidewand eine ähnliche Karte gemalt, die so aussah wie eure Matrix-Karte. Und sie versuchte mir zu erklären, wo der richtige Weg ist. Mein Herz rast grad ultra. Das ist einfach unglaublich. Mir fehlen die Worte und das gibt es bei mir nicht oft. Das muss ich erstmal alles verarbeiten. Das erklärt so vieles, denn meine Tochter war ja damals noch Mini, also gerade erst 2 Jahre alt und konnte sich noch an alles erinnern, wo wir immer wieder festhängen und nicht weiterkommen. Und das war ihr so wichtig, mir das mitzuteilen. Jetzt ergibt das alles langsam Sinn für mich. Sie sagte immer, Mama,
Wir müssen einzeln da durchgehen. Erst die Oma, dann du und dann ich. Und was sie auch oft sagte war, Mama, wenn du da liegst, musst du alles nass machen. Dann nahm sie eine Batterie in die Hand, schaute mich an und sagte, und Mama, vergiss nie, du gibst die Energie. Sie selbst erinnert sich heute daran nicht mehr und das belasse ich auch so, bis sie irgendwann wieder Interesse an diesen Sachen zeigt. Das war wirklich eine Phase von 3 bis 4 Wochen damals, in der ich echt Angst hatte, weil ich nicht wusste, was mit ihr passiert. Ja, das war die E-Mail Nummer 1 und da haben wir auch noch einiges nachgefragt, was zum Beispiel mit nass machen bedeutet, gemeint ist, und daraufhin hat sie die zweite E-Mail geschrieben. Also, damals hat meine Tochter eine Wasserflasche genommen und wollte das Bett nass machen, um mir zu zeigen, da wo ich liege, muss es nass sein. Mein erster Gedanke war, zur Kühlung vielleicht? Oder um das durchzustehen, weil ich die Energie gebe? Dabei hatte sie eine Batterie in die Hand genommen und gesagt, vergiss das nicht, du kannst das schaffen, du gibst die Energie. Mein Impuls damals war, dass wir vielleicht auf einer Reise sind und die Energie, die benötigt wird, uns abgezogen wird. Was auch noch erwähnenswert dazu ist, dass sie an diesem Tag immer wieder gesagt hatte, heute kommt mein Papa, der Drakonier, um mich abzuholen. Und sie hatte damals ein Buch namens Felix der Hase, in dem eine Sternschnuppe zum Herausdrehen drin war. Sie hat die Sternschnuppe herausgedreht und gesagt, siehst du, Mama, das ist eine Uhr und wenn sie ganz raus ist, dann ist es zu spät. Ich muss sagen, zuvor hatte ich noch nie etwas von Drakoniern gehört und als ich dann gegoogelt habe, war ich dann schlauer. Sie hat das auch anderen Menschen zu dieser Zeit erzählt. Aber sie alle waren der Meinung, sie hätte da irgendwas von mir mitbekommen, weil ich zu der Zeit anfing, mich mit diversen Themen zu beschäftigen. Weil ich ja erwacht bin und habe natürlich meinem Umfeld davon erzählt. Aber eigentlich ist es wirklich so, dass ich aufgrund dessen, was sie mir erzählt hat und der Emotionen dahinter, die sie besaß, erst angefangen hatte zu erwachen und mich dann mit Drakoniern beschäftigt hatte. Aber trotz allem hatte ich das Gefühl, dass es in Verbindung steht mit dem Weg und der Angst einzuschlafen, weil wir sonst alles wieder vergessen. Aber wie genau das alles ist, das kann ich leider auch nicht sagen. Ich habe auch nie einen direkten Zusammenhang finden können zu diesen beiden Themen. Ihr seid die Besten. Es ist so toll, dass es euch gibt. Und ich bin so überaus glücklich, euch in diesem Leben gefunden zu haben. Andere wollten mich schon in die Klapse stecken, aber mich befreit das Wissen von euch regelrecht. Danke. Liebe Grüße an euch. Ja, eine sehr schöne E-Mail. Ja, auf jeden Fall. Wir danken dir dafür sehr. Vielen Dank an dich für diese E-Mail und dass du dir die Mühe gemacht hast, uns auch zu schreiben und uns von deiner 2-jährigen Tochter zu erzählen. Und wow, oder? Ja, absolut wow. Also 2 Jahre alt, das muss man sich mal vorstellen. Die hat wahrscheinlich gerade erst sprechen gelernt und das Erste, was sie dann meinte, war dann, Mama, da gibt es eine Karte und da müssen wir raus. Also ne? wir waren du, Oma, alle. Alle nacheinander. Also die Details waren schon sehr speziell auch, weil wir müssen alle einzeln gehen. Wir waren sehr geflasht von dieser E-Mail, wie genau das so zusammenhängt und übereinstimmt mit dem, was wir gesehen haben. Und Kinder haben ja noch einen direkten Draht zu dem inneren Wissen und das fanden wir sehr, sehr spannend. Ja, die sind ja noch nicht so infiltriert vom Verstand und von den Glaubensprogrammierungen und Überzeugungen, die hier so in der physischen Realität vorherrschen. Ja. Kinder sind da noch sehr, sehr offen, ne? Vor allen Dingen so Kleinkinder. Ne? Ja. Und ja, sehr erstaunlich. Ne? Absolut erstaunlich. 2 Jahre. Ne? Ja. Aber ich habe auch schon öfter E-Mails von so Müttern erhalten, die eben erstaunliche Sachen von ihren Kindern gehört haben. Ne? Und falls einer von euch, der jetzt gerade zuschaut, auch vielleicht ein paar interessante Geschichten hat. Ja, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr die unten in die Kommentare zum Beispiel postet oder uns einfach schreibt, eine E-Mail zum Beispiel. Ja, ich erinnere mich zum Beispiel, dass ich mal eine Begegnung mit einem Kind hatte, die war so 5 oder 6, war ein Mädchen. Und da war ich dann öfter bei der Mutter, wir haben öfter ein Käffchen getrunken und gequatscht und so. Und da meinte sie so, ja, ich muss doch was machen, kannst du die Kleine ins Bett bringen? So. Und ich gesagt, ja klar, dann kümmere ich mich darum. Und dann bin ich zu ihr gegangen, da hat die Kleine sich versteckt. Ja. Wollte nicht ins Bett.
Und da habe ich zu ihr gesagt, du, warum möchtest du denn nicht ins Bett? Und da guckt sie mich an und sagt, der physische Körper darf nicht so lange am Stück schlafen. Ach, okay. Also da war ich auch ganz verblüfft, ne, das von einer Fünfjährigen zu hören. Ja. Ne? Also solche Sachen. Ne? Oder eine Mutter hat mir auch mal geschrieben, dass ihre Tochter irgendwie auch eine Karte aufgemalt hat, und zwar über UFOs. Oh. Und hat dann ganz genau, detailgenau für ein fünfjähriges Kind halt, oder nee, 7 war die, glaube ich, oder 6, ich weiß es nicht mehr, irgendwas zwischen 5 und 7. Und hat dann so detailliert eben ein UFO aufgemalt, wie die aussehen und so weiter. Und hat dann auch dazu gemalt, wie die UFOs sich aufladen mit Energie. Ne? Durch Menschen? Nein, diesmal nicht. Habe ich auch die Mutter gefragt, ob sie denn in irgendeiner Form da ihr irgendwas gesagt hätte in der Richtung oder so. Und die sagte, nein, mit den Sachen habe ich mich zu der Zeit jetzt nicht großartig beschäftigt. Ne? Also sehr spannend, ne? Dass Ja. Kinder manchmal solche Sprüche raushauen können. Ne? Deswegen gibt es wahrscheinlich auch so viele UFOs über Hawaii. Würde eine Erklärung sein. Hawaii Ja. als Vulkaninsel laden sich eventuell auf. Ja, gibt es denn da noch aktive Vulkane? Das ist ja wieder eine andere Frage. Ich meine ja schon. Ja, ich weiß es jetzt Ich glaube, da war letztens, was heißt letztens, aber vor 1, 2 Jahren, glaube ich, sogar ein Ausbruch. Ja. Ja, aber vielleicht nochmal interessant fand ich an der E-Mail, dass die Lütte gesagt hat, dass wir die Energie geben, dass wir die Batterie sind. Und das ist schon sehr spannend, denn als Schöpfergötter haben wir ein unendliches Potenzial an Energie. Und dann haben wir uns natürlich gefragt, was bedeutet das? Warum sollen wir uns nass machen? Also ich kenne das halt mit dem Nassmachen nur, und du ja auch, wenn man zum Beispiel super viel Energie hat und dass einem alle Energie in die Gliedmaßen oder in den Kopf fließt und das schon alles anfängt weh zu tun, weil die Energie nicht mehr abfließen kann, wenn es einfach zu viel ist für den physischen Körper, dass einem dann eben Hände, Arme, dass man total nass gemacht wird, dass man wieder runterkommt. Also das kenne ich dazu, zu dem Nassmachen. Oder wenn man zu lange dissoziiert hat und Ja. die, wie soll ich sagen, die Eindrücke und die ganzen Impressionen, die Wahrnehmungen, die man da hat, zu viel werden, ne? Und man glaubt, jetzt dreht man gleich völlig durch, ne? Dann ist eine kalte Dusche schon sehr empfehlenswert, ne? Um da mal sich wieder runterzuholen. Ne? Ja, die Frage ist nur, wenn man die Matrix verlassen möchte, dann braucht man ja viel Energie. Warum dann also nass machen, um die Energie wieder runterzuholen? Das ist zum Beispiel eine Frage, die ich mir noch stelle. Falls da jemand einen spontanen Impuls bekommt, ohne Nachdenken, dann in die Kommentare, weil Logik hilft hier keinem weiter. Ja, Leider das nicht. Sehr interessante Aussage von dem 2-jährigen Kind, sich nass zu machen. Also da, wo man liegt, nass machen. Ja, also das ist sehr interessant. Absolut, ne? ja. Ja. Also da müssen wir schauen, ob wir da irgendwann mal noch eine Spur finden, die damit Genau. zusammenhängen kann. Weil man ja auch nicht so recht weiß, in welchem Moment man sich nass zu machen hat. Ne? Spannend fand ich auch, dass Oma muss allein da durchgehen, dann du musst allein durchgehen und ich muss dann auch später am Ende auch allein durchgehen. Ja, jeder muss alleine durchgehen. Weil ja. jeder allein in seinem Kokon sitzt und den alleine nur verlassen kann. Also das fand ich jetzt, oder wenn man die schwarzen Portale nimmt, kann man da auch nur einzeln durch und geht ja dann aus dem Ei. Also es Richtig. geht immer nur alleine. Ja. Auch uns hat man gesagt, in einem hypnagogen Zustand, ja, ihr könnt den Weg aus der Matrix raus, aber ganz am Ende müsst ihr jeder alleine da raus. Also man muss immer alleine raus. Und dass das 2-jährige Mädchen das schon wusste, finde ich sehr, sehr spannend. Oh ja. Das muss ja bedeuten, dass sie sich im Vorleben, aus dem sie vielleicht gerade wieder gekommen ist, in die neue Inkarnation, sich damit beschäftigt haben. Ja, absolut. Sonst hätte sie solche Informationen ja nicht unbedingt. Ne? Oder es war ihr, also ich hatte das Gefühl, als wir die E-Mail bekommen haben, dass das Mädchen sich das anscheinend im Moment ihres Todes sich gesagt hat, das muss ich mir unbedingt merken. Ja. Das muss ich mit ins nächste Leben nehmen. Ich darf das nicht vergessen. Ja. Also so einen Eindruck hatte ich ein bisschen, ich oder? krieg auch gerade Gänsehaut. Also. Ja. Darum, Leute, ne, wer von euch
kurz vor seinem Tode steht. Ne? Überlegt euch genau, was ihr an Erinnerungen mitnehmen möchtet, was für euch so die Schlüsselerinnerungen sind. Und vielleicht schafft er es, diese Erinnerungen mit ins neue Leben zu tragen. Ne? Falls ihr kein Portal nehmt. Falls ihr kein Portal nehmt oder euch wieder mal ein bisschen austricksen lässt und geht doch ins Licht, ne? Und kommt dann wieder zurück. Also, ja, wäre eine Maßnahme. Genau. Ja, ist jedenfalls sehr spannend. Wir haben da viel drüber gesprochen. Und ja, wir wollten eigentlich nur anregen, damit ihr drüber nachdenkt und auch eine Diskussion anfacht. Also nutzt die Kommentarfunktion und wir sind auf den Austausch sehr gespannt. Ja, wir freuen uns schon. Vielleicht ist ja die eine oder andere Mutter oder der ein oder andere Vater unter euch, der solche Sprüche aufgefangen hat von Kindern. Ne? Ja. Weiß man ja nie. Ne? Nein. Oder Kindergärtnerinnen oder so oder was weiß ich. Ne? Könnt ja mal in eurem Erinnerungsschatz herumwühlen. Ja. Ja, wir danken euch für eure Zeit, dass ihr uns zugeschaut habt und diesem spannenden Thema, dieser spannenden E-Mail gelauscht habt. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und das war's für heute auch schon. Ja, wahrscheinlich ist es wieder länger geworden als gedacht, aber so ist das eben. Macht's gut, Leute. Ciao. Alles Liebe für euch. Ciao.